Wenn du wissen willst, was du am besten antwortest, wenn du im Vorstellungsgespräch nach deinem größten Erfolg gefragt wirst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn hier wirst du die Antwort auf diese Frage erfahren, wie du sie dir am besten zusammenbaust, und in einem Zusatztipp am Ende wirst du auch noch erfahren, wie du diese Geschichte so rüberbringst, dass der Interviewer sie sich auch sehr gut merken kann. Die Frage nach dem größten Erfolg wirkt auf den ersten Blick wie eine sehr leichte Frage. Denn du wirst hier schließlich nach etwas Positivem gefragt. Und darauf antwortet man im Vorstellungsgespräch natürlich viel lieber, als wenn man nach seinen Schwächen, Fehlern oder sonstigen beruflichen Niederlagen gefragt wird. Die Frage bietet also relativ gute Chancen, sich ins rechte Licht zu rücken. Und trotzdem lassen viele Bewerber diese Chance einfach liegen und bereiten sich nicht dementsprechend vor. Teilweise fällt ihnen dann auf diese Frage spontan gar nichts ein, oder aber es wird dann häufig von einem großen Erfolg aus dem Privatleben berichtet. Ich kann es natürlich absolut verstehen, wenn du auf deine Kinder, die Familie, das selbstgebaute Gartenhäuschen oder den absolvierten Marathon besonders stolz bist. Nur bringt dir das bei der Beantwortung der Frage nicht so viel. Die gerade genannten Punkte könntest du nennen, wenn du zum Beispiel gefragt wirst, auf was sind sie im Leben besonders stolz. Jedoch nicht, wenn du gefragt wirst, was dein größter Erfolg war. Hier ist immer etwas Berufliches gefragt, deswegen solltest du auch einen beruflichen Erfolg aufführen. Noch deutlicher wird es, wenn man sich den Hintergrund der Frage anschaut. Der Arbeitgeber fragt nämlich häufig nach deinem größten Erfolg, weil er wissen will, mit welchen Erfolgen er bei dir auch in der Stelle rechnen kann. Außerdem gibt ihm deine Antwort einen Anhaltspunkt darüber, wie du Erfolg definierst. Siehst du zum Beispiel schon das Erreichen der Jahresziele als einen großen Erfolg an, dann schließt der Arbeitgeber daraus, dass er genau das von dir auch in dem neuen Job erwarten kann. Aber auch nicht mehr. Deswegen solltest du dir auch genau und gut überlegen, wie du deinen Erfolg dem Arbeitgeber verkaufst, denn darauf kommt es an. Damit dir dies gelingt, sollte deine Erfolgsgeschichte auch unbedingt 2 Kriterien erfüllen. Kriterium Nummer 1: Den Erfolg hast du aufgrund deiner Stärken erreicht. Kriterium Nummer 2: Dein aktiver Anteil an dem Erfolg war sehr groß. Warum macht es Sinn, dass du den Erfolg aufgrund deiner Stärken erreicht hast? Ganz einfach, weil du damit deine Stärken noch einmal unterstreichst. Sie werden durch diese Geschichte noch einmal erlebbarer und bleiben somit viel besser im Gedächtnis des Interviewers haften. Und das ist genau das, worauf es im Bewerbungsgespräch ankommt. Und warum sollte dein aktiver Anteil am Erfolg sehr groß sein? Das liegt eigentlich auf der Hand. Denn wenn du deinen Erfolg nur durch Glück, Zufall oder weil andere den Hauptteil der Arbeit getan haben, erreicht hast, dann wird der Arbeitgeber darauf zurückschließen, dass er diese Art von Erfolgen von dir in der Zukunft nicht unbedingt erwarten kann. So, jetzt weißt du schon mal, dass du dir einen beruflichen Erfolg aussuchst, den du aufgrund deiner Stärken erreicht hast. Andere können an diesem Erfolg beteiligt gewesen sein, jedoch muss der Hauptteil der Arbeit bei dir gelegen haben. Jetzt fehlt dir nur noch eine geeignete Struktur für die Beispielgeschichte. Und da kann ich dir wärmstens die TOR-Formel ans Herz legen. Bei der TOR-Formel beschreibst du in deiner Antwort zuerst die Ausgangssituation aus der Perspektive der Totalen. Dann nennst du im zweiten Schritt Handlungsoptionen und Entscheidungen, die du getroffen hast, um die Herausforderung zu meistern. Und ganz zum Schluss berichtest du dann, zu welchen Resultaten dies geführt hat. Wie also genau der Erfolg aussah und vor allem, was dein Anteil daran war. Zu der TOR-Formel habe ich auch schon ein eigenes Video gedreht. Kannst gerne mal reinschauen, dort erfährst du dann genau, wie die TOR-Formel anwendbar ist und wie du damit Beispielgeschichten baust, die den Interviewer garantiert überzeugen. Ich habe es dir hier als Link einmal eingefügt und auch nochmal zusätzlich in die Videobeschreibung. Wenn du deine Erfolgsgeschichte nach diesen Kriterien und nach diesem Schema aufbaust, dann wirst du damit garantiert den Interviewer beeindrucken. Und wenn du dem Ganzen noch die Krone aufsetzen willst, dann ist der Zusatztipp vielleicht noch was für dich. Der Zusatztipp lautet nämlich: Erzähle, wie der Erfolg dich zu einem besseren Menschen gemacht hat. Hört sich erstmal komisch an, doch du wirst gleich sehen, wie das gemeint ist. Mache einfach das Folgende. Wenn du deine Erfolgsgeschichte vorgestellt hast, dann fügst du am Ende noch etwas hinzu. Und zwar erzählst du dann noch kurz, wie du dich durch diesen Erfolg weiterentwickelt hast, wie du an der Herausforderung gewachsen bist, was du gelernt hast und wie du als Mensch dadurch besser geworden bist. Traust du dir seit dem Erfolg mehr zu? Hast du gelernt, dich besser durchzusetzen? Oder schaffst du es seitdem, Menschen an einen Tisch zu bringen und zur Zusammenarbeit zu bewegen? Es gibt zig Möglichkeiten, wie du dich durch den Erfolg weiterentwickelt hast. Suche dir einfach die für dich passende heraus. Und das solltest du dann auch den Interviewern erzählen.
Denn so gewinnst du nochmal an Profil und die Interviewer werden dich, die Geschichte und deine Stärken so auf keinen Fall mehr vergessen. Und das steigert natürlich auch deine Chance, den Job zu bekommen. Dabei wünsche ich dir wie immer viel Erfolg und wenn du in deiner Karriere weiterkommen willst, dann abonniere auch gerne meinen Kanal.